Stellen Sie sich einen ganz gewöhnlichen Morgen in der flachen Überschwemmungslandschaft eines Flusses vor, der in ein Binnenmeer mündet, das einst Nordamerika in 2 Hälften teilte. Warmes Wasser, Fischeleichen, kleine pflanzenfressende Dinosaurier grasen am Ufer, Pterosaurier kreisen in der Luft. Irgendwo in der Nähe reift vielleicht ein Pterosaurier-Ei in warmem Schlamm und ein Harztropfen erstarrt an einem Baum direkt am Wasser. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag in die Geschichte des Planeten als der letzte für 3/4 aller jemals auf ihm lebenden Arten eingehen wird. Keiner der Bewohner dieser Aue kann wissen, dass Tausende von Kilometern entfernt, an den Küsten einer Halbinsel, die noch nicht einmal auf der Karte der modernen Kontinente existiert, ein bergähnliches Objekt in die Tiefe des flachen Meeres eindringen wird. In wenigen Minuten werden die ersten Anzeichen dieser Katastrophe auch diesen Ort erreichen. Und weitere 66 Millionen Jahre später wird hier vielleicht der einzige Ort auf der Erde gefunden, an dem buchstäblich der Moment des Geschehenen erhalten geblieben ist. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn der Gedanke, dass irgendwo auf dem Planeten eine Momentaufnahme des Tages des Untergangs der Dinosaurier erhalten geblieben sein könnte, für Sie genauso unglaublich erscheint wie für mich. Und das ist erst der Anfang. Vor 66 Millionen Jahren schlug ein Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 10 bis 12 Kilometern in das flache Meer am Ort der heutigen Halbinsel Yucatan ein. Die Explosion setzte eine Energie frei, die milliardenmal größer war als die jeder von Menschen geschaffenen Waffe. Eine solche Menge an Staub, Ruß und verdampftem Gestein wurde in die Atmosphäre geschleudert, dass Dunkelheit und Kälte den Planeten Monate oder sogar Jahre lang beherrschten. Ohne Sonnenlicht kam die Photosynthese fast zum Erliegen, die Pflanzen begannen massenhaft zu sterben und mit ihnen die Pflanzenfresser und die Raubtiere, die von ihnen in der Nahrungskette abhingen. Etwa 3/4 aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde starben aus, darunter alle Dinosaurier, außer den Vorfahren der heutigen Vögel. Dieses Ereignis wird als Kreide-Paläogen-Aussterben bezeichnet und lange Zeit beschränkten sich die Beweise dafür auf eine dünne Tonschicht mit erhöhtem Iridiumgehalt, die Geologen auf der ganzen Welt finden. Ein schmaler Streifen in Gesteinsschichten von wenigen Zentimetern Dicke, der die Grenze zwischen 2 Epochen markiert. Dieser Iridiumstreifen wurde nicht von Paläontologen entdeckt, sondern vom Physiker Luis Alvarez und seinem Sohn, dem Geologen Walter Alvarez, im Jahr 1980. Und zunächst klang ihre Idee, dass ein Asteroideneinschlag das Aussterben verursacht habe, für den Großteil der wissenschaftlichen Gemeinschaft fast fantastisch. Ein Krater, der ein direkter Beweis hätte sein können, wurde damals noch nicht mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht. Seltsamerweise war er zu diesem Zeitpunkt bereits gefunden worden, nur nicht dort, wo man ihn suchte. Bereits im Jahr 1980 entdeckte der Geophysiker Glenn Penfield, der für ein mexikanisches Ölunternehmen arbeitete, in den Gesteinsschichten unter der Halbinsel Yucatan eine riesige, ringförmige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 180 Kilometern, die damals jedoch als Besonderheit vulkanischen Ursprungs angesehen wurde. Erst in den frühen 90er Jahren, als die Bohrkernproben aus dieser Struktur endlich in die Hände von Geologen gelangten, die die Hypothese von Alvarez untersuchten, wurde klar, dies ist der Chicxulub-Krater, die Narbe dieses Einschlags. Allerdings ist selbst heute, mehr als 40 Jahre nach der Entdeckung des Iridiumstreifens, die Debatte darüber, was genau die Dinosaurier getötet hat, noch nicht vollständig abgeschlossen. Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Asteroid einschlug, nahm die vulkanische Aktivität in der Region der sogenannten Deccan-Traps, einer der größten vulkanischen Provinzen in der Erdgeschichte, im heutigen Indien stark zu. Einige Geologen bestehen seit Jahrzehnten darauf, dass gerade diese Ausbrüche und nicht der einzelne Einschlag die Hauptursache für das Aussterben waren. Andere Studien deuten darauf hin, dass der Asteroideneinschlag selbst die ohnehin stattfindenden Ausbrüche in Indien beschleunigt haben könnte.
Schätzungen zufolge verdoppelte sich das Volumen der Lavaflüsse dort innerhalb weniger 10.000 Jahre nach dem Einschlag des Asteroiden. Es ist nicht auszuschließen, dass nicht eine einzige Katastrophe, sondern eine seltene und grausame Koinzidenz von 2 Katastrophen den Tod der Dinosaurier verursacht hat. Der Ort, über den wir als nächstes sprechen werden, befindet sich in der Hell Creek-Formation im Südwesten von North Dakota, etwas mehr als 3000 Kilometer vom Chicxulub-Krater entfernt. Er wurde Tanis genannt. Und im Gegensatz zu der dünnen Tonschicht, die man weltweit findet, haben Paläontologen unter der Leitung von Robert De Palma hier nicht die entfernten Spuren einer Katastrophe entdeckt, sondern, wie sie behaupten, ihren unmittelbaren Moment. Eine Ablagerungsschicht von mehr als 1 Meter Dicke, in der Fische, Baumäste, Muschelfragmente, Glaskugeln aus geschmolzenem Gestein und, nach ihren Angaben, Tierknochen, die wenige Minuten oder Stunden nach dem Einschlag starben, vermischt begraben sind. Abonnieren Sie den Kanal. Damit sich ein paar Zentimeter dicker Tonschicht in eine meterdicke Schicht mit erstarrten Details eines einzigen Tages verwandelt, musste ein Punkt 3000 Kilometer vom Explosionszentrum entfernt etwas völlig Ungewöhnliches erleben. Die Antwort auf die Frage, wie ein gewöhnlicher Flussabschnitt so weit von Yucatan überhaupt etwas über die Explosion erinnern konnte, lag in der Geschwindigkeit, mit der sich verschiedene Wellentypen vom Einschlagsort ausbreiteten. Die seismischen Wellen von einem Einschlag, dessen Stärke nach Berechnungen die gesamte Erdkruste spürbar erschütterte, erreichten den zukünftigen Ort Tanis nur 6, 10 und 13 Minuten nach der Explosion. Zuerst die schnellsten Längswellen, dann die Quellwellen, dann die langsamen Oberflächenwellen von Rayleigh. Diese Erdkrustenschwingungen verursachten keine Tsunamis. Damit eine Tsunamiwelle das damals flache Binnenmeer überqueren konnte, hätte es etwa 18 Stunden gedauert. Stattdessen entstand ein viel selteneres Phänomen, ein Säsche. Eine stehende Welle, die entsteht, wenn ein geschlossener oder halbgeschlossener Wasserkörper als Ganzes zu schwingen beginnt. Als ob man das Wasser in einer Badewanne ruckartig zusammen mit der Wanne selbst angestoßen hätte. Den Ablagerungen zufolge stieg diese Welle im Fluss nahe Tanis auf eine Höhe von bis zu 10 Metern und brach mehrmals hintereinander über die Aue, über Minuten bis Stunden hinweg. Gleichzeitig mit den seismischen Wellen oder kurz danach begannen Glaskugeln von der Größe groben Schrotkorns zum Ort zu fallen. Erstarrte Tropfen geschmolzenen und verdampften Gesteins, die durch die Explosion in große Höhen geschleudert und über den gesamten Kontinent verteilt wurden. Ein solcher Glasregen fiel über Tanis nach verschiedenen Schätzungen 1 bis 2 Stunden lang und bedeckte die durch die Seichewelle ohnehin brodelnde Aue mit einer Schicht kleinster Glaskörnchen, die Wissenschaftler heute zu Tausenden in den Ablagerungen finden. Hier beginnt der überzeugendste, fast kriminalistische Teil der Geschichte. In den Kiemen von fossilen Löffelstören und Stören, die in dieser Schicht gefunden wurden, steckten genau diese Glaskugeln. Aber in den Verdauungstrakten derselben Fische fanden sie sich nicht. Das bedeutet, dass die Fische lebten und weiter atmeten, als der Glasregen ins Wasser fiel. Und so schnell starben, dass sie keine einzige Partikel versehentlich verschluckten. Im Wesentlichen haben wir Lebewesen, die in einem Zeitintervall fixiert sind, das durch wenige Minuten vom Asteroideneinschlag getrennt ist. Geben Sie ein Like, wenn die Fähigkeit der Fischkiemen, Paläontologen zu erzählen, wie viele Minuten sie nach einer Kollision gelebt haben, die die Geschichte des gesamten Planeten verändert hat, für sie fast unglaublich erscheint. Und die Fische sind nicht die einzigen Zeugen dieses Tages. Unter den Ablagerungen von Tanis wurde eine Gliedmaße eines Thescelosaurus entdeckt, eines kleinen, pflanzenfressenden Dinosauriers von der Größe eines Rehs, die genau in der Schicht lag, die nach Angaben der Forscher dem Moment des Kataklysmus entspricht. Die Erhaltung des Knochens, seine Lage unter den anderen Überresten und das Fehlen von Verwesungsspuren vor der Beisetzung
wurden als Argument dafür angeführt, dass dieses Tier direkt infolge der Ereignisse dieses Tages gestorben ist. Vielleicht eines der am genauesten datierten Opfer des Kreide-Paläogen-Aussterbens, das jemals gefunden wurde. Weitere Ausgrabungen brachten Funde hervor, die selbst in einem kühnen Dokumentarfilm-Drehbuch schwer vorstellbar wären. In einem Bernsteintröpfchen, das zum Zeitpunkt der Katastrophe von einem Baum tropfte, wurde ein mikroskopisch kleiner Partikel entdeckt, den Forscher als möglichen Splitter des Impaktors, des Materials, das mit dem Asteroiden auf die Erde traf, interpretierten. Dort wurde auch ein Pterosaurier-Ei mit einem erhaltenen Embryo im Inneren gefunden, das einzige seiner Art, das jemals in Nordamerika entdeckt wurde. Um es zu untersuchen, ohne die Schale zu beschädigen, durchleuchteten die Wissenschaftler den Fund mit Synchrotron-Röntgenstrahlung und einem Elektronenmikroskop und entdeckten darin nicht nur die Knochen des Embryos, sondern auch Spuren von Weichteilen. Zur gleichen Zeit wurde in diesem Bereich ein Hautfragment eines Triceratops gefunden, eines der letzten Vertreter dieser Gattung auf dem Planeten. Die Entdeckung eines einzelnen Pterosaurier-Eies, eines Stücks Triceratops-Haut und eines Fragments des Asteroiden selbst in einer einzigen Erdschicht ist an sich schon eine Seltenheit. Aber diese Geschichte hat auch eine zweite, weitaus weniger spektakuläre Seite. Die Welt erfuhr erstmals von diesen Funden nicht aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift, sondern aus einem Artikel im New Yorker aus dem Jahr 2019 mit dramatischen Formulierungen und fast filmischen Beschreibungen des letzten Tages der Dinosaurier. Der Entdecker war Robert De Palma, damals noch Doktorand an der Kansas State University. Die wissenschaftliche Abhandlung, die die Ergebnisse derselben Ausgrabungen kurz nach der Veröffentlichung in der Presse in einer begutachteten Zeitschrift veröffentlichte, war in ihren Formulierungen weitaus vorsichtiger und bestätigte eine Reihe der kühnsten Behauptungen aus dem Zeitungsartikel nicht direkt. Ein Teil der Paläontologengemeinschaft kritisierte diese Reihenfolge der Veröffentlichungen offen. Zuerst die Sensation in der Boulevardpresse, dann erst die Beweise. Dazu kam ein weiterer Grund zur Vorsicht. Die Fundstätte Tharnes liegt auf Privatgrundstück und der Eigentümer hat De Palma langfristige Rechte für paläontologische Ausgrabungen dort eingeräumt. Im Gegensatz zur gängigen Praxis, gefundene Fossilien in Museen und universitären Sammlungen zu hinterlegen, bleiben einige der Funde aus Tharnes in Privatbesitz. Und der Zugang anderer Forscher zum Gelände und zu den Proben wird weitgehend vom Entdecker selbst kontrolliert. Für eine unabhängige Überprüfung solch kühner Behauptungen, es geht um den Anspruch, buchstäblich den Moment des Massenaussterbens eingefangen zu haben, ist dies eine erhebliche Einschränkung. Andere Paläontologen können die Funde vor Ort einfach nicht ohne weiteres überprüfen. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn Ihrer Meinung nach die Wissenschaft besonders anspruchsvoll sein sollte, gerade bei Entdeckungen, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Die Skepsis verstärkte sich Ende 2020, als eine Forschungsgruppe, die dasselbe Material untersuchte, eine Arbeit veröffentlichte, in der behauptet wurde, dass die Wachstumsringe in den Knochen fossiler Fische angeblich nicht nur den Tag, sondern auch die Jahreszeit des Einschlags bestimmen ließen. Allem Anschein nach war es Frühling auf der Nordhalbkugel. Kurz nach der Veröffentlichung beschuldigten andere Wissenschaftler die Autoren dieser Arbeit der möglichen Fälschung von Teilen der Daten. Die Zeitschrift fügte dem Artikel eine offizielle Anmerkung hinzu, dass die Materialien einer zusätzlichen Überprüfung unterlägen. Und vielleicht ist hier das Interessanteste nicht, wer in diesem speziellen Streit recht hat, sondern warum es überhaupt so wichtig war, nicht nur den Tag, sondern sogar die Jahreszeit des Untergangs eines ganzen Ökosystems zu erfahren. Der Grund dafür ist, dass die Jahreszeit der Katastrophe keine bloße dramatische Einzelheit ist. Für viele Arten konnte die Fähigkeit, das Massenaussterben zu überleben, direkt davon abhängen, in welchem Moment ihres Lebenszyklus der Einschlag stattfand. Waren die Tiere mitten in der Fortpflanzungszeit, bereiteten sie sich auf den Winterschlaf vor, befanden sich die Jungtiere in der empfindlichsten Entwicklungsphase.
Wenn es gelungen wäre, die Jahreszeit der Katastrophe zuverlässig zu bestimmen, hätte dies eines der größten Rätsel des Kreide-Paläogen-Aussterbens teilweise erklären können. Warum einige Tiergruppen vollständig verschwanden, während eng verwandte Linien die Katastrophe überlebten und den Ursprung der modernen Welt begründeten. Einschließlich letztendlich auch von uns selbst. Trotz aller Kontroversen und Tanis hat diese Geschichte bis zum Jahr 2022 ein möglichst breites Publikum erreicht. Im selben Jahr veröffentlichten die BBC und die amerikanische Nova einen Dokumentarfilm mit Sir David Attenborough, der ganz den Funden von Tanis gewidmet war. Vielleicht die wichtigste Anerkennung dafür, wie sehr diese Geschichte nicht nur Spezialisten, sondern auch normale Zuschauer auf der ganzen Welt gefesselt hat. Gleichzeitig gehen die Ausgrabungen auf dem Gelände weiter. Und nach Angaben der Forscher selbst ist ein erheblicher Teil des gesammelten Materials noch nicht einmal in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben. Das bedeutet, dass die aktuelle Version der Geschichte von Tanis nicht die endgültige ist, sondern nur ein Zwischenbericht über die laufenden Arbeiten, von denen einige Schlussfolgerungen noch von unabhängigen Forschern bestätigt oder widerlegt werden müssen. Deshalb steht die wissenschaftliche Gemeinschaft Tanis heute mit einer Mischung aus Begeisterung und Vorsicht gegenüber. Einerseits, wenn auch nur ein Teil dieser Funde der Überprüfung durch unabhängige Studien standhält, würde dies bedeuten, dass Paläontologen zum ersten Mal in der Geschichte nicht nur Fossilien aus der Kreide-Paläogen-Aussterbeereignis-Ära in den Händen halten, sondern eine direkte, minutengenaue Chronik des Ereignisses selbst. Andererseits, gerade wegen der Ungewöhnlichkeit und der potenziellen Bedeutung dieser Funde, müssen erhöhte Anforderungen an sie gestellt werden. Unabhängige Überprüfung, offener Zugang anderer Forschungsgruppen zu dem Material, Veröffentlichungen in begutachteten Fachzeitschriften anstelle von lauten Schlagzeilen in Zeitungen. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn die Geschichte, wie die Wissenschaft gleichzeitig eine Entdeckung bewundert und Beweise dafür verlangt, für Sie sogar interessanter ist als die Sensation selbst. Es gibt etwas, das für das menschliche Bewusstsein fast unmöglich ist. Der Gedanke, dass irgendwo in den Sedimentgestallen von North Dakota buchstäblich der letzte Morgen in der Geschichte der nicht fliegenden Dinosaurier liegen könnte. Fische, die vom Atem gläsernen Staubs überrascht wurden. Die Pfote eines Tieres, das nicht mehr entkommen konnte. Die Schale eines Eis, das nicht von innen zerbrechen sollte. 66 Millionen Jahre. Das ist eine Distanz, die der menschliche Verstand kaum begreifen kann. Und doch scheint die Wissenschaft kurz davor zu stehen, diesen Zeitabgrund auf wenige Minuten eines ganz gewöhnlichen Morgen am Fluss zu komprimieren. Selbst wenn ein Teil der Schlussfolgerungen über Tanis im Laufe der Zeit überarbeitet wird, ist die Tatsache, dass eine solche Frage überhaupt gestellt und versucht werden kann zu beantworten, eine seltene Erinnerung daran, wie lebendig die Paläontologie auch 2,5 Jahrhunderte nach den ersten Funden von Fossilienknochen geblieben ist. Wenn die Geschichte eines Ortes, an dem vielleicht der Moment des Endes der Dinosaurierzeit eingefroren ist, mit all seinen erstaunlichen Details und all seinen wissenschaftlichen Debatten für Sie genauso fesselnd war wie für mich, dann geben Sie einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie in den Kommentaren, welches Detail dieser Geschichte Sie am meisten beeindruckt hat. Weitere Geschichten über Orte auf unserem Planeten, die immer noch unerklärliche Spuren ihrer eigenen Vergangenheit bergen, werden hier weiterhin erscheinen.